Good morning, everyone. Guten Morgen allerseits. It's so interesting being together. Es ist so interessant, zusammen zu sein. And if you don't know what that is all about, Und wenn du nicht weißt, worum es geht, why I choose the word it's interesting, warum ich die Wortwahl getroffen habe, interessant, you need to ask somebody that knows why it's interesting and now not it's good. dann musst du jemanden fragen, warum ich sage, es ist interessant und nicht sage, es ist gut. How many of you know why I say it's interesting? Wie viele von euch wissen, warum ich sage interessant? Uh-huh. Kind So of. if you are not one of the Kind guys of. that has his hand up, if you are not one of the ones that has his hands up, Entschuldigung, wenn du nicht einer von denen bist, die die Hand gehoben hat, it's either you were here and you may have been asleep, dann ist es wahrscheinlich so, dass du hier warst und geschlafen hast. like if Vafa knows and Valid doesn't, we know what happened. Also wenn Wafa weiß es und Walid nicht, dann wissen wir, was passiert ist. But if not, you weren't here, ask somebody that knows. Aber wenn ihr nicht hier wart, dann fragt jemand, Why am I saying these things? warum ich das so sage. It has something to do with today's sermon. Es hat etwas mit der heutigen Predigt zu tun. Today, the sermon is making a mark that outlasts you. Heute das Thema ist, Spuren zu hinterlassen, die dich quasi überleben. Making a mark Spuren hinterlassen, that outlasts you. die dich überleben. Köln Dome, the church, Kölner Dom, die Kirche, it's a beautiful picture for me always. ist ein wunderschönes Bild für mich. Who knows who was the original architect? Wer weiß, wer der ursprüngliche Architekt von Kölner Dom war? Who knows the Pope, the original one that said, okay, Wer kennt der eigentliche Papst, ja, der die Idee hatte? I don't know. Ich kenne den nicht. Kurosh knows but has forgotten. Kursch weiß es, aber er weiß es nicht, weil er es vergessen hat. And the difference between me and you right now is nothing. Und der Unterschied zwischen dir und mir ist gar nichts. You knew, you forgot, I don't know. Du wusstest, du hast es vergessen. I've heard it already, but I wasn't paying attention. Ich habe es zwar gehört, aber ich habe ich war nicht aufmerksam. Why is it important to leave a mark? Warum ist es wichtig, Spuren zu hinterlassen? So I want to tell you some stories as I always do. Ich möchte eine Geschichte erzählen, so wie immer. But first I want to start in Genesis chapter 1. Aber erstmal möchte ich in 1. Mose 1 anfangen. And it's so interesting. It's so, for me, that is the first foundation. Für mich ist es das erste Fundament. And I want to give you something to think about that I don't know if I've heard any pastor talk about it. Ich möchte mit euch etwas teilen, wovon ich bisher zumindest selbst noch nie von einem anderen Pastor gehört habe. So, what if the Genesis would have started in the beginning, God created the heaven and earth? Was, wenn 1. Mose so begonnen hätte, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. And then he would have started to do the light, the darkness, separation, separating the water, everything up to day 5.
dann hätte er alles getan, wie er es gemacht hat, eben Licht und Dunkelheit voneinander getrennt, Erde geschaffen, dies. Later, I'm going to ask if Surush remembers any of my sermon, but I'll do the test. Später werde ich Sush fragen, ob er sich an irgendwas erinnert, was ich gefragt habe. So. You have to pass the test. So, was, wenn Gott am 5. Tag auf einmal aufgehört hätte? what would the universe be like? Wie würde unser Universum aussehen, Everything was here that is here. wenn alles da wäre, was hier ist? The only thing that is missing is what? Das Einzige, was eben fehlt, ist was? Human beings. Menschen. If there was no human beings, Wenn es keine Menschen geben würde, who would have talked about the creation? wer würde über die Schöpfung sprechen? Nobody. Keiner. So the creation story is beautiful because of the sixth day. Also die Schöpfungsgeschichte ist wunderschön aufgrund des 6. Tages, Because you and I exist. weil du und ich existieren. If you didn't exist, Wenn wir nicht existieren würden, the animals won't sit together. The lion and the deer wouldn't sit together and talk about, oh, how God created the heaven and earth. die Tiere würden nicht zusammensitzen, darüber sprechen, wie Gott Himmel und Erde erschaffen hat. And I assure you, if the human beings were not around, Und ich versichere dir, wenn Menschen nicht da wären, this is something that may be a revelation to Rohit. und das wäre vielleicht eine Offenbarung für Rohit, Nobody would have made a cow holy. keiner wäre da, um die Kuh heilig zu machen. Nobody would have worshipped the monkey or the elephant. Keiner würde den Affen oder den Elefanten anbeten. True or false? Richtig oder falsch? Richtig. It's because of the sixth day. Das ist aufgrund des 6. Tages. But Aber the story is got more to it. es gibt noch mehr über diese Geschichte. God was talking about himself and he wanted to introduce himself. Gott spricht über sich selbst und er möchte sich selbst vorstellen. And the very story woven within the story Und die Geschichte, die in der Geschichte drin ist, is that God, who has got the power to create, ist der Gott, der die Macht hat zu erschaffen, is a God that leaves his mark ist everywhere. ein Gott, der seine Spuren überall hinterlässt. Is leaving a mark that is outlasting even the belief of the people. Es sind die Spuren, die sogar den Glauben der Menschen überleben. So there are people that say there is no God. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt gar keinen Gott. And I say there is a God. Und ich sage, es gibt einen Gott. And both of them are a belief. Und beide Aussagen sind ein Glaube. I believe there is a God. Ich glaube, dass es einen Gott gibt. I cannot physically prove and bring God to you and show you, hey, this is Ich God. kann das jetzt nicht leibhaftig dir zeigen. Hier, das ist der Gott. I say I have a wife Ich sage, ich habe eine Ehefrau. and a beautiful one. Oh, sorry, that was automatic. Eine schöne Frau. And I can show you my wife. Und ich kann euch meine Ehefrau zeigen. But I cannot bring God from heaven and show it to you. Aber ich kann nicht Gott vom Himmel reißen und euch das zeigen. And I don't know, even if I could, I would have liked to do that. Und auch wenn ich es könnte, weiß ich nicht, ob ich es mögen würde, das zu tun. Because God has to do with faith. Denn Gott hat etwas mit Glaube zu tun. And God left a mark. Und Gott hat Spuren And hinterlassen. this mark is existent for everybody. Und diese Spuren existieren für jeden.
For example, he said, let there be light, and we see the light. Beispielsweise, er sagte, es werde Licht und es ward Licht. And today, whether you believe God exists or not, Und heute, unabhängig davon, ob du glaubst, dass es Gott gibt oder nicht, you see the light. du siehst das Licht. So it doesn't matter you believe or not. Also ist vollkommen egal, ob du glaubst oder nicht. This sign, he left a mark on the whole universe. Er hat Spuren hinterlassen im Universum. And this same God Und derselbe Gott is creating you and I on the hat sixth day. dich und mich erschaffen am 6. Tag. And he could have created it any which way. Und er könnte es ja auf verschiedene Weisen erschaffen, Like he did the light. so wie er das Licht eben He could have erschaffen said, hat. let there be human, and there was human. Er könnte sagen, lass es Menschen werden, und es wurden auf einmal But Menschen. no, he just changes the story and he adds a little detail there. Nein, er verändert die Geschichte und er packt ein paar Details da rein. And then he takes that detail. He says, look, he made them from the earth, and then he blew his breath into him. Und diese Details sind, er macht den Menschen aus Erde und dann atmet er quasi in den Menschen ein. And he said, let us make man in our own image. Und sagt, lass uns den Menschen nach unserem Ebenbild machen. And in our own likeness shall we make them. Und nach unserem Ebenbild sollen wir ihn machen. And he did it. Und er hat es gemacht. And that was the sixth day. Und das war der 6. Tag. But then he goes to chapter 2. Aber dann geht er zum Kapitel 2. And then in chapter 2, he goes back to the story of how he created Adam. Geht er zurück zu dem 6. Tag und spricht darüber, wie er Adam Why? erschaffen hat. Warum? You already told us. Du hast uns das doch schon gesagt. Why aren't you going back and tell, okay, about light and this and that? You only focus on Adam. Warum gehst du nicht zurück zu dem Licht und so weiter und so fort, sondern gehst nur zurück zum 6. Tag und erzählst ausführlich über Adam? And you say that Adam was created first Und sagst, dass Adam als Erster erschaffen wurde, because in chapter 1, it seems like you created man and woman and the pair and you said, let them be fruitful and multiply and that's it. denn im Kapitel 1 sieht es so aus, als ob du einfach Mann und Frau erschaffen hast und ihnen gesagt hast, sei fruchtbar und mehret euch und so weiter, und das war's. But in chapter 2, we see in the sixth day, there is a period that Adam was alone. Aber im Kapitel 2 sehen wir, dass am 6. Tag es eine Phase gibt, in der Adam eben alleine war. And Adam starts doing things. He names the animals and there is some responsibility being given to Adam. Er hat angefangen, etwas zu machen. Er hat angefangen, den Tieren und Pflanzen und so Namen zu geben. Es gab eben Verantwortung für ihn. And then God sees that Adam is alone. Und dann sieht Gott, oh, Adam ist alleine. And God says, Und Gott sagt, it's not good. es ist nicht gut. What? Was? What is that? It's not good. Was bedeutet, es ist nicht gut? Because up to now, we only have heard every single time it is good. Denn bis zu diesem Zeitpunkt der Geschichte hören wir immer, Gott saß und es war gut. Gott saß. Why es war didn't gut. you use this word? It is not good in the beginning. Warum hast du nicht das Wort benutzt, ganz am Anfang, und gesagt, das ist nicht gut? When you created the heaven and earth, Als er Himmel und Erde erschaffen hat and you saw that the whole earth is empty and shapeless and darkness was over it, und als du gesehen hast, dass die ganze Erde Ist empty. total chaotisch war und Chaos herrschte Ja. und keine Form, it was empty, es war leer, it had no form, es hatte keine Form and it was dark. und es war dunkel. Why didn't you say it's not good there? Warum hast du da nicht gesagt, es ist nicht gut? Why didn't you focus on that? Warum hast du dich nicht deine Aufmerksamkeit darauf gelegt?
But you actually took your focus and you put it on the light and you said it is good. Du hast deinen Fokus genommen, hast deinen Fokus auf das Licht gelegt und hast gesagt, es ist gut. You are giving me an expectation of you. Du gibst mir einfach eine Erwartung von dir. You are giving me a identity, a characteristics of you. Du gibst mir einfach, oder du zeigst mir einfach einen Charakterzug von dir. And this character seems to see the problem, Und dieser Charakterzug ist, du siehst ein Problem, but you don't focus on the problem. aber du fokussierst nicht, du gibst nicht deine ganze Aufmerksamkeit auf dieses eine Problem. You fix the problem, Du löst das Problem and then you focus on the results of the solution. und dann fokussierst du dich auf die Ergebnisse der Lösung. And you praise the solution. Und du lobst einfach das Ergebnis. This is telling me something about God. Und das sagt etwas über diesen Gott aus. I grew up with my father and my mother, Ich bin aufgewachsen mit meiner Mutter und meinem Vater. and my mother taught me it is so important to know certain things about your dad. Und meine Mutter hat mir immer beigebracht, es ist so wichtig, bestimmte Sachen über deinen Vater zu wissen. And that was all the problems. Und das waren die ganzen Probleme über meinen Vater. God, the Father in heaven, Gott, der Vater im Himmel, he focuses on the good things, not the problems. er fokussiert sich auf die guten Dinge, nicht die Probleme. This is a character I never grew up with. Und das ist ein Charakterzug, mit dem ich nicht aufgewachsen bin. And now, for the first time, this character talks about something that is not good. Und jetzt spricht dieser Charakter über etwas, was nicht gut sein soll. I said, what are you doing, God? Was machst du, Gott? God says, look, I'm trying to leave a mark. Und Gott sagt, schau mal, ich versuche Spuren zu hinterlassen. If I stopped on the fifth day, Wenn ich am 5. Tag gestoppt hätte, then I'm not going to leave a mark that is recognized. ich werde nicht Spuren hinterlassen, die erkennbar sind. So I need humanity. Also brauche ich Menschheit. And humanity needs to be able to recognize my signs and my lasting things. Und diese Menschheit muss meine Zeichen erkennen. So, and they need to be able to appreciate it. Und die müssen in der Lage sein, dem gegenüber dankbar zu sein. And they need to be able to think about those things Und sie müssten in der Lage sein, darüber nachzudenken. and realize the heart that created such events. Und die müssen das Herz dahinter erkennen. That realizes that the heart was filled with love and purpose and wisdom for this creation. Menschen, die erkennen, ein Herz, das voller Weisheit Liebe. und Weisheit, Liebe und Ziel war bei dem Erschaffen dieser Menschen. And now that it is done, Und jetzt, wo es vollbracht ist, now that I've created humanity in such a way, jetzt, wo ich die Menschheit auf dieser Weise erschaffen habe, I'm going to talk about something that takes the plan to the next level. werde ich über etwas sprechen, das den ganzen Plan auf die nächste Stufe bringt. And he Eine Nase says, putzen. Und er sagt, let us make man in our own image, right? lass uns den Menschen nach unserem Ebenbild schaffen. And then Adam comes and he names everything. Kommt Adam und er gibt allen Dingen einen Namen. And God says, Und Gott sagt, something is missing. es gibt eine Lücke. Es gibt etwas, was nicht so ganz vollkommen ist. And everyone thinks, yes, we know what's missing. Und jeder sagt, ja, wir wissen, was fehlt. Adam is alone. Adam ist alleine. He doesn't have a wife. Er hat keine Frau. God said, let me make him a wife.
Also sagt Gott, lass mich für ihn eine Ehefrau machen. And to this day, men that are single sometimes are waiting for God to make them a wife. Bis zu diesem Tag Menschen, die oder Männer, die alleine sind, Rohit warten, is pointing at, oh, you too? Rohit is pointing at Eric. Männer, die alleine sind, warten, bis Gott ihnen eine Frau erschafft. So Adam was alone, and that's why God is saying, hey, yeah, this is not good. Adam ist alleine und das ist der Grund, warum Gott sagt, ist nicht gut. But there is something else inside. Aber es gibt noch etwas anderes. God wants to bring out of Adam something, activate something in Adam. Gott möchte etwas in Adam aktivieren. Have you ever thought why God waited for Eve to be made? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum Waited. Why God waited for Eve to be made? He made Adam. warum Gott and waited. darauf gewartet hat, bis Eva gemacht wurde? Ja, So bis why? Eva. Hab ich doch gesagt. It's okay. Why? Warum? Do you know? There was another thing that Eve's creation should have activated in Adam. Ja, warte, ja. There was something in Adam that needed to be activated. Es war etwas in Adam, was aktiviert werden müsste. And you know what that was? Und wisst ihr, was das war? So read chapter 2, verse 23. Wir lesen Kapitel 2, Verse 23. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann, also 24, davon wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Good. So in English, anyone? No. Okay. I guess depending. Musst du einfach wechseln auf. Then Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. For this reason a man shall leave his father and his mother and shall be joined to his wife, and they shall become one flesh. Okay, so now, what's the important thing? Was ist der wichtige Teil? Do you see it? Seht ihr das? No. No. Bigger than that. Adam Goft. Adam sagte. Adam spoke. Adam sprach. Said. Adam sagte. This is the first time Adam has spoken. Das ist das erste Mal, dass Adam was sagte. Let me create him in my own image. Gott sagte ja, lass mich Adam nach unserem Ebenbild erschaffen. And Adam is not there yet till he speaks like God said. Nochmal? He is not there till he speaks like God said. Und er ist nicht da, bis er gesprochen hat, wie Gott sagte. Because the beginning starts with God said, let there be light. Denn am Anfang sagte Gott ja, lass es Licht And werden. Adam said, Und jetzt Adam sagt, activated. aktiviert. This is so big. Es ist so groß. This is unbelievably huge. Es ist so unglaublich groß. God left a mark in Adam. Gott hat eine Spur in Adam hinterlassen. And now Adam is speaking. Und jetzt, Adam spricht. And when Adam spoke, Und it gave name and identity. als er sprach, also in dem Moment spricht Adam und durch sein Sprechen gibt er Identität zu einem anderen. And it gives destination and direction. Und Destination? See? Nein. Es gibt ein Ziel und eine Richtung. And it actually speaks consequences.
Es spricht über Konsequenzen. She would leave, the parents will become one, all of that, bam, 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 bam. Er oder sie wird, er wird, die He Eltern. spoke, and this is, as a result, these things will take Ja, place. aber ja, egal. Er spricht und als Konsequenz, diese Sachen werden geschehen. So the consequences Die Konsequenzen is more than just what happens to her. ist mehr als das, was nur ihr passiert. The consequences create what affects others that now are in contact with her. Es spricht darüber, was die anderen beeinflusst, die mit ihr in Verbindung sind. One more time, the English one, verse 24 now. Noch einmal also Vers 24 auf Englisch. For this reason, a man shall leave his father and his mother, and shall be joined to his wife, and they shall become one flesh. So, what's that? This is the flesh of my flesh, the bone of my bone. Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. And now, then the man, this is who you are, and this is what will happen to me. So it just changes. It just embodies everything. Das ist, wer du bist, und das rundet das Ganze. Do you see it yet? Seht ihr das? God created Adam, Gott hat Adam erschaffen, and Adam is und Adam ist? the Eve of heaven. Adam ist die Eva vom Himmel quasi. Siehst du es? So with that, Adam, God, by creating Adam, Adam joins God, and God leaves his house and comes down to earth. Jesus leaves heaven, comes down, joins us. It's the first picture. Do you see it? okay, jetzt musst du einmal, ich Okay. glaube nicht, dass das sehbar ist. Das Okay, ist schwer. so the picture Mal of ein bisschen, the Eve is the flesh of my flesh, and the bone of my bone, the flesh of my flesh. also Eva, Adam spricht über Eva. Eva ist Gebein von meinem Gebein, Fleisch mein Fleisch. And then Adam says, I'll join, for this reason, I'll join you. Und aus diesem Grund sagt Adam, ich werde dir anhängen I leave my house. und mein Haus verlassen. And then I will make a family with you. Und dann werde ich mit dir eine Familie machen. Adam mit Eva. And God says, Und Gott sagt, Jesus says, Jesus sagt, Adam, you are in my own likeness. Jesus sagt zu Adam, du bist nach meinem Ebenbild. You are in my own image. Du bist nach meinem Ebenbild. For joining you, I will leave my throne. Damit ich mit dir zusammen bin, I leave the verlasse ich Father. meinen Thron, ich verlasse den Vater im Himmel, And I'll come and join you. ich komme auf Erden, und um mit dir zusammen zu sein, I leave everything for you. ich verlasse alles für dich. He's leaving a mark. Er hinterlässt Spuren. Jesus leaves a mark. God leaves a mark in Adam. Jesus, Gott, hinterlassen Spuren für Adam. So I am saying to you, leave a mark. Also erzähle ich dir, hinterlasse Spuren. We are designed to leave a mark. Wir sind so designt worden. We are put on earth to leave a mark. Wir sind auf Erden gekommen, um Spuren zu hinterlassen. God left his mark on earth when he made you in his own image. Gott hat Spuren auf Erden hinterlassen, als er dich nach seinem Ebenbild hat. Wait a minute, one more time. Moment mal, noch einmal. Don't miss this. Verfehl das nicht. God left a mark on earth. Gott hat Spuren auf Erden hinterlassen. You are it. Und du bist seine Spuren auf Erden. You are the mark he left on earth. Du bist die Spuren, die er auf Erden You are hinterlassen hat. the image of God that has been left on earth. Du bist das Ebenbild Gottes auf Erden. So, what do we do with this? Was fangen wir jetzt damit an? So we have to use the same formula.
Wir müssen dieselbe Formel benutzen. God found you worthy, Gott sieht dich als Würdig. würdig. and he left a mark in that. Und dadurch hat er eine Spur hinterlassen. So you, practically speaking, find something worthy enough to leave a mark in. Finde etwas Würdiges, um Spuren da zu hinterlassen. Find an individual you want to leave a mark in their life. Finde einen Menschen, bei dem du Spuren hinterlassen möchtest. Find a governmental position that leaves a mark. Finde eine Position in der Regierung, bei der du Spuren hinterlassen kannst. Find a financial goal that leaves a mark. Finde ein finanzielles Ziel, bei dem du Spuren hinterlassen Or all of the above in one package. oder das Ganze in einem Paket, You know, depending on your faith. abhängig von deinem Glauben. Leave a mark. Hinterlass Spuren. For some people, they like Elon Musk, he left a mark. So wie zum Beispiel Elon Musk, der hat Spuren hinterlassen. Like Rockefeller, he made a mark. So wie die Rockefeller, die haben Spuren hinterlassen. Rothschild. Rothschild haben Spuren hinterlassen. Rothschild. Ist ja egal. Yeah, so they left a mark. Die haben Spuren hinterlassen. But that's not very important to me. Aber das ist jetzt nicht super wichtig für mich. Okay, no problem. Governmental then. Okay, dann halt regierungsmäßig. Sukarno in Indonesia. Sukarno in Indonesien hat Spuren hinterlassen. Mahatma Gandhi in India. Mahatma Gandhi in Indien hat Spuren hinterlassen. Nelson Mandela in South Africa. Nelson Mandela in Südafrika. Martin Luther King in United States. Martin Luther King in den USA. Or the Martin Luther King of Germany. Oder der Martin Luther in Deutschland. Leave a mark. Hinterlasse Spuren. But that's not really important to me. Aber das ist nicht so wichtig für mich. For me, leaving a mark is the people I love, the family. Für mich Spuren hinterlassen sind die Menschen, mit denen ich eine Familie gründe, die Because ich liebe. for me, the spirit realm is much bigger. Denn für mich ist die geistliche Welt viel größer. I don't have to sacrifice the financial and governmental, Ich muss jetzt nicht diese Regierungssachen und so dafür opfern. but I need to prioritize individual over them. Ich muss einfach die Individuen darüber priorisieren. So I want to leave my mark when I live. Möchte meine Spuren hinterlassen, wenn ich die Erde verlasse. This is something that you got to realize. Und das ist etwas, was du erkennen musst. When I want to leave a mark, Wenn ich eine Spur hinterlassen möchte, I want to leave a mark in somebody so that they think ich möchte Spuren bei jemandem hinterlassen, der denkt, that they would say, when I needed you, you helped me. dass sie sagen, als ich dich gebraucht habe, hast du mir geholfen. You were there for me. Du warst da für mich. To make a mark in somebody, Um Spuren bei jemandem zu hinterlassen, you need to make a conscious decision. du musst bewusst eine Entscheidung treffen. And you must walk a disciplined walk Und du musst einen disziplinierten Weg gehen. toward that goal you have. To what? Toward the goal you have. Also, auf das Ziel hinaus, das du hast. And you must be willing to pay a high price for it. Und du müsstest bereit sein, einen Preis dafür zu zahlen. Christ Jesus saw a potential in me. Jesus Christus hat ein Potenzial in mir gesehen. And I didn't believe in that potential. Und noch nicht mal ich habe an dieses Potenzial geglaubt. I didn't know that potential even exists. Ich wusste noch nicht mal, dass dieses Potenzial existiert. He believed so much in that. Er hat so sehr daran geglaubt. For 37 years, he has held on to that vision he has of me. 37 Jahren hat er
hatte daran festgehalten, an diesem Plan, den er für mich hatte. Many times he had to fight me for that vision. Viele Male musste er mit mir selbst kämpfen für diese Vision. He had to have more faith than I did in myself. Er musste mehr Glauben haben an mich als ich selbst. To leave a mark, you sometimes need to have faith for the person when they don't have faith enough for themselves. Spuren zu hinterlassen, musst du manchmal mehr an die Person glauben, als die Person an sich selbst glaubt. I believed in Robert Ich glaube an Robert. when he didn't have faith for himself. Ich glaubte an Robert, als er nicht an sich selbst glaubte. I had that because I had practiced with Kurosh. Weil ich mit Kurosh geübt hatte. Kurosh made me a father. Kurosh hat mich zum Vater gemacht. See, I didn't have a father. Ich hatte selbst keinen Vater. I had someone that brought me to this world, Ich habe jemanden, der mich auf diese Welt gebracht hat, der mich erzeugt hat, but I didn't have a father. aber ich hatte keinen Vater. I learned fatherhood from him, from the Bible. Ich habe Vaterschaft von der Bibel, von Gott gelernt. But I didn't know how to become a father. Aber ich wusste nicht, wie ich zum Vater werden muss. So he gave me prophecies about Kurosh before he was born. Also hat er mir Prophezeiungen über Kurosh gegeben, bevor er überhaupt geboren wurde. And Mira says to me Und Elmira sagt zu mir, many, many times sehr oft, that you're blind to Kurosh's weaknesses. du bist blind zu Kuroshs Schwächen. I said, no, I'm not. Und ich sage, nein, ich bin's nicht. I just hold on to the prophecies of his life more than the weaknesses. Ich halte nur fest an den Prophezeiungen über sein Leben mehr als seine Schwächen. And that overshadows all his weakness by Das- wide and far. Überschattet all seine Schwächen. And that, I realized it what God did for me. Und das ist das, was Gott für mich getan hat. I was Kurosh. Ich war Kurosh. I was Kurosh to God. Ich war, wie Kurosh zu mir ist, war ich zu Gott. And so, sometimes for this position, you need to pay a high price. Für diese Position musst du manchmal einen hohen Preis zahlen. I paid beyond imagination for that vision for each one of you. Und ich habe einen großen Preis bezahlt. But that's normal Aber das ist normal. because Jesus paid with his life on the cross. Denn for me. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt. So what is it that I need to do for making a mark? Also was brauche ich, um Spuren zu hinterlassen? I need to be able to be willing to carry a cross. Ich muss bereit sein, das Kreuz zu tragen. This cross is to crucify me Dieses Kreuz ist dafür da, dass ich mich selbst kreuzige, so that you find your identity, sodass du deine Identität findest, so that you would find your potential. sodass du dein Potenzial findest. This is the price of believing and leaving a mark. Und das ist der Preis, wenn man Spuren hinterlassen möchte. This thing needs a family. Diese Dinge brauchen eine Familie. To leave a mark, you need a family. Um Spuren zu hinterlassen, brauchst du Familie. You need to find somebody that you become family in order to leave a mark in their life. Du brauchst jemanden, damit du Familie wirst mit dieser Person und Spuren in deren Leben And when you find that, hinterlässt. Und wenn du das gefunden hast, then you can bring children into it kannst du Kinder hinzufügen, so that the kids become the next generation trained in such an environment. sodass die Kinder trainiert werden als nächste Generation in dieser Atmosphäre. What are we doing here in Sarah's house? Was machen wir hier in Sarahs Haus? We are all paying a price Wir alle zahlen einen Preis, so Diane and Diane likes sodass Dayan und Dayans Gleiche, the next generation. die nächste Generation,
Leanna, like you too. I wish you were younger. Ki? 1 year ago. Ich wünschte, du wärst jünger, Vanya. That they will grow up in such an environment. Sodass die in so einer Atmosphäre groß geworden sind. That we are all wanting to leave a mark in their lives. Sodass wir alle bereit sind, Spuren zu hinterlassen in deren Leben. A mark that helps them find their identity. Spuren, die ihnen helfen, ihre Identität zu finden. In this environment, In dieser Atmosphäre, they need to find their brothers and sisters die brauchen ihre Brüder und Schwestern zu finden. so that they can start building a proper relationship. Sodass die anfangen, ordentliche Beziehungen aufzubauen. So position people that in your life in a way that you leave a mark. Positioniere Menschen in deinem Leben, sodass du Spuren hinterlassen kannst. And making them so close to you that in that closeness they find the identity God had for them. Bringe sie so nah zu dir, sodass sie in dieser Nähe die Identität finden, die Gott für sie hat. Bringing out of them the potential that they didn't even know they have. Aus ihnen das Potenzial rausbringen, von dem sie noch nicht mal wussten, dass sie es haben. Going to war Geh in den Krieg, spiritually geistliche Krieg. with any spirit that stands between them and their identity. Bekämpfe jeden Geist, der zwischen ihnen und ihrer Identität steht. And any mindset Und jede Denkweise, that may be inherited culturally against their identity. die vielleicht geerbt wurde und gegen ihre Identität ist, Against their potential. gegen ihr Potenzial ist. You need to go to war for that. Du musst für die kämpfen. The mindset that has imprisoned them Gegen die Denkweise, die sie gefangen genommen hat. and you need to break that walls of that prison down so they can never be imprisoned again. Und du musst diese Mauer runterbrechen, sodass sie nie wieder in diesem Gefängnis sind. And when you do all these things for them, Wenn du all diese Dinge getan hast, für you sie, need to do it with all of your heart, du musst es von deinem ganzen Herzen machen. free from the recognition of people recognizing, oh, you're doing that. Ganz frei davon, ob die Menschen das erkennen oder nicht. Because that's what Jesus did. Denn das ist das, was Jesus getan hat. He is free from recognition. He doesn't need it. He Er ist just does ganz it. frei davon, erkannt zu werden. Er braucht es einfach nur nicht mal. And that is more important for him than to be praised by people. Und das ist viel wichtiger für ihn, als von Menschen gepriesen zu werden. That's the heart of the Father. Das ist das Herz von einem Vater. Build a relationship that believes in the same standard. Eine Beziehung aufzubauen, die an dieselben Standards So the glaubt. next step is, Der nächste Schritt ist, I want to find people that believe like I do. ich brauche Menschen oder ich muss Menschen finden, die so an dasselbe glauben, an das ich glaube. Because when you find such people, then you can build together now a house. Denn wenn du solche Menschen findest, jetzt kannst du mit diesen Menschen ein Haus bauen. These things that I know, Diese Dinge, die ich weiß, these things that I'm sharing with you, diese Dinge, die ich mit dir teile, I have had it for a long time. ich hatte es schon für eine lange Zeit. But I am able to accomplish it because of Elmira. Aber ich bin in der Lage, das zu vollziehen aufgrund Elmira, also aufgrund dessen, dass ich Elmira in Because meinem she Leben habe. believed in the same things. Denn sie hat an dasselbe geglaubt, We built a house. haben wir ein Haus gebaut. And this Elmira Und diese Elmira has become the womb for this house to be built. ist zu einer Gebärmutter geworden, in der For this house to be born. zu einer Gebärmutter geworden für dieses Haus, sodass das Haus For geboren this werden kann. family to be born. Für diese Familie, dass diese Familie geboren werden. Why is that important for you to hold on to? Warum ist es wichtig für dich, dass du
das verstehst? Because you need to be the Elmira to Jesus Christ, Denn du musst die Elmira sein zu Jesus. so that you can see all of his idea come down, because he has had these ideas forever and ever and ever. Er hat seine Ideen für die Ewigkeit gehabt. Aber du musst halt die Gebärmutter werden für seine Ideen, dass die Ideen geboren werden können. Make sure to be grateful for the mark others have left in you. Und sei dankbar für die Spuren, die andere in deinem Leben hinterlassen haben. Honoring, treasuring, always talking about those things. Ehren, schätzen, reden über die Dinge, die passiert sind. Create an atmosphere where you talk about the marks others left in your life. Kreiere eine Atmosphäre, in der du über die Spuren sprichst, die andere in deinem Leben hinterlassen haben. And surround yourself with people that talk about the mark that was bringing the identity out from others. Und umgib dich mit Menschen, die darüber sprechen, welche Spuren andere Menschen hinterlassen haben, die sie zu ihrer Identität näher gebracht haben. Why is that important? Warum ist das wichtig? Because that's what Jesus did. Denn das ist das, was Jesus getan hat. He took on disciples, Er hat Jünger genommen and the disciples kept talking about what Jesus did. und diese Jünger haben die ganze Zeit darüber gesprochen, was This Jesus in is ihrem the Leben getan heart hat. of discipleship. Das ist das Herz der Jüngerschaft. They kept talking about it. Die sprechen die ganze Zeit darüber, They kept treasuring and being grateful for everything schätzen Jesus es und did. sind dankbar dafür. And that Und das is important. ist super wichtig. Why am I sharing all these things? Warum teile ich das mit euch? We were in Indonesia, Wir waren in Indonesien and it's a different atmosphere. und das war eine andere Atmosphäre. I'm sitting with generals, with senators, with everybody from every level of society. Ich sitze da mit Leuten aus der Regierung, mit Generalen, Senatoren und so weiter und so fort. With people that presidents and prime ministers call and ask for his help, and he just treats them like nobodies. Ein Mensch, der immer von Präsidenten angerufen wird und er geht damit um, als wären sie nicht so groß. These people Und diese Menschen would sit with us saßen mit uns an einem Tisch and listen to us for hours. und haben uns für Stunden zugehört. You know why? Weißt du warum? Because we carried something. Weil wir etwas getragen haben. We carried a heart that wanted to leave a mark in their life. Wir haben ein Herz, das Spuren in ihrem Leben hinterlassen. We wanted to leave the mark of Christ in their life. Wir wollen die Spuren von Christus in ihrem Leben We hinterlassen. wanted them to walk closer to the identity they didn't know they Wir should have. wollten sie näher bringen zu der Identität, von der sie noch nicht mal wussten, dass sie haben. And I realized Und ich erkannte, they have billions of dollars. sie haben Billionen von Dollar. Milliarden. Milliarden. Yeah. But what we have, they don't have. Aber was wir haben, haben sie nicht. Silver or gold, I do not have. Silber und Gold habe ich nicht. What I have, Was I ich give habe. to you. Gebe ich dir. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Im Namen Jesus Christus. This is the words of Peter and John to a man who sat lame at the gates of Das sind die Worte von Petrus und Acts chapter 4. Jakobus. No, Johannes. Petrus und Johannes zu dem gelähmten Mann. In chapter 4 of Book of Acts. Im Kapitel 4 von Apostelgeschichte. And that man began to walk. Und dieser Mann ist aufgestanden, ist gegangen. I want to finish because I don't want the sermon to be too long. Ich möchte es abrunden. In order to leave a mark, Damit ihr eine Spur hinterlassen könnt, you either have to give in a manner that leaves a mark, entweder müsst ihr in einer Haltung geben,
die eine Spur hinterlässt, or give so much that leaves a mark. oder dass ihr so viel gibt, dass es eine Spur hinterlässt. There are a few people that have left a mark in my ministry. Es sind ein paar Leute, bei denen ich Spuren hinterlassen habe in meinem Dienst. His name is Daniel. Sein Name ist Daniel. He is now in heaven. Oh, Menschen, die in deinem Leben Spuren Ja. hinterlassen haben. Einer ist Daniel, der jetzt gerade der ist im Himmel. One is Lena. Dann die andere ist Lina. One is Hashem, a friend of mine. Ein weiterer ist Hashem. And these guys left a huge mark in our ministry. Diese 3 Menschen haben eine riesen Spur hinterlassen in unserem Dienst. Because in strategic moments, they stood by me and gave so much that it changed the facts on earth. Denn in strategischen Momenten haben sie mit mir gestanden und so viel gegeben, dass es wirklich einen riesen Unterschied gemacht hat in dem Moment. And because of their friendship and believing in my work, my mission, everything you see is here. Und aufgrund dieser Freundschaft und dass sie an meine Mission geglaubt haben, seht ihr das, was hier alles Lena entstanden ist. and Daniel Lina und Daniel became the cause of Hauptstraße 7. sind der Grund, warum Hauptstraße 7 dasteht. In order to give, you need to sometimes give so much. You need to know how much to give that makes a difference. Manchmal müsst ihr, wenn ihr Spuren hinterlassen wollt, müsst ihr so viel geben, also gucken, wie viel ihr geben müsst, damit es eine Veränderung bringt. Or you need to give like Grace or Angela. Oder ihr müsst wie Grace und Angela geben. Grace is in Texas. Do you mean Angie? Angie. Okay. Grace ist in Texas And Angie in Indonesia. und Angie in Indonesien. They position their heart. Die haben ihr Herz so positioniert. They don't give from what they have. They give all they have. Die geben nicht von dem, was sie haben, sondern alles, was sie haben. They release a spirit. Die setzen einen Geist frei. If you want to leave a mark, Wenn ihr eine Spur hinterlassen wollt, you may be asked to give all you have entweder müsst ihr alles, was ihr habt, geben, or give so much that it changes the person's life forever. oder so geben, dass das Leben der Menschen für immer verändert. And it makes a history. Und dass es Geschichte macht. It's like Jesus did. So wie es Jesus getan hat. Before Christ, after Christ. Es gibt, also die Zeit wird geteilt in vor Christus und nach Christus. You need to position yourself in the life of people Und du musst dich so im Leben der Menschen positionieren, that they would say, before I met Shayan, after I met Shayan. es gibt eine Zeit, bevor ich Cheyenne kennengelernt habe und nachdem ich Cheyenne kennengelernt Before I met Robert and after I met Robert. habe. Bevor ich Robert kennengelernt habe und nachdem ich Robert kennengelernt habe. Before I met Pedro Manfereste and after we met them. Bevor ich Petra und Fröste getroffen habe und danach. Said, Masoud, Said, Sophie, Masoud, Kurosh, Surush, every one of you. Before and after. Es muss ein davor und danach geben. You need to walk in such a way. Du musst auf diesen Weg gehen. And if you're not doing it, Und wenn du es nicht tust, you're not being faithful to who you are called to be. bist du nicht treu also deiner Berufung quasi. You are not being true to your own identity. Du bist nicht deiner Identität treu. Be careful. Sei vorsichtig. And with this, I want to close. Und damit möchte ich schließen. Satan steals many of our potentials. Satan klaut ganz viel von deinem Potenzial.
Satan may convince you to live a life that doesn't leave a mark. Vielleicht überzeugt er dich, ein Leben zu leben, in dem du keine Spuren hinterlässt. As a Cyrus house, Als Cyrus Haus, if you want to leave a mark, wenn du Spuren hinterlassen möchtest, not only in this city, nicht nur in dieser Stadt, because now we are building a church. weil jetzt bauen wir eine Kirche auf. I assure you the finances will come. Ich versichere euch, dass die Finanzen kommen werden. But there are those who give a lot or those who give with all of their heart. Es gibt Menschen, die sehr viel geben werden. Es gibt Menschen, die mit ihrem ganzen Herzen geben werden. They will leave an inheritance in that. Und die werden ein Erbe hinterlassen. Because when we are all gone, Denn wenn wir alle weg sind, they would say, for the first time, Iranians were able to buy their own church building. so sagt, dass die Iraner zum ersten Mal in Deutschland in der Lage waren, das Gebäude für die Kirche zu kaufen. Iranians believed in the German community and society that called the nations to their position in the kingdom. Iraner haben an die Berufung der Deutschen geglaubt, die Nationen zu ihrer Berufung gerufen haben. Normally, Iranians are known to be terrorists. Normalerweise ist Iran bekannt als Terroristen. I want to stand and give that terrorism a new meaning. Und ich möchte hier stehen und eine neue Bedeutung dem Ganzen geben. I want to start a camp and train disciples that terrorizes the darkness. Ich möchte ein Lager bilden, in dem ich Menschen ausbilde, die die Dunkelheit attackieren, terrorisieren, That will terrorize hopelessness, die Hoffnungslosigkeit terrorisieren, depression. They will terrorize depression. Depression terrorisieren. They will terrorize the very spirit that attacks family. Die werden den Geist terrorisieren, der Familien zerstören möchte. And then they would know us Und die werden uns kennen. as the people that made this city a Also- city of light. Menschen, die diese Stadt zur Stadt des Lichts gemacht haben. And when we have that building, Und wenn wir dieses Gebäude haben, we will have the names of those who gave their all and who gave a lot as a remembrance. wenn die Namen derer haben, die viel oder alles gegeben haben, So that we can remember them. sodass wir an die denken. When we are gone, Wenn wir weg sind, they will be remembered. die werden, an die wird man sich erinnern. And they will be honored. Und die werden geehrt. And they will leave their mark. Und die werden ihre Spuren hinterlassen. Live in such way. Lebe auf diese Weise. For this is your destiny. Denn das ist dein Schicksal. If you're watching us, Wenn ihr uns zuschaut, we want to just say thank you for being a part of this family. ich möchte sagen, dass wir danken für diese Familie. And for being part of this family. Wir danken, dass ihr ein Teil dieser Familie seid. If you have watched so far, Wenn ihr soweit zugeschaut habt, it's a miracle ist schon ein Wunder, because everybody today with Instagram have got 30 seconds attention span. denn heutzutage hat man nur 30 Sekunden So Aufmerksamkeitsspanne. nobody can bug Cheyenne anymore. Everybody is becoming like Cheyenne. Keiner kann Cheyenne dafür blamieren. Jeder ist so wie Cheyenne. But if you are watching this far Wenn ihr soweit geschaut habt and you feel the heart of leaving a legacy with Cyrus House, und ihr habt ein Herz, etwas mit Cyrus Haus zu hinterlassen, ein Erbe zu hinterlassen, you can contact us and tell us what it is that you feel led to do.
ihr könnt uns kontaktieren und sagen, was das ist, was ihr machen We wollt. bless you Wir segnen and we euch say thank you for being a member. und wir sagen danke, dass ihr ein Mitglied seid. Till next time. Zum nächsten Mal. Ani cię właśnie, bo ja